Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Neue Woche, neues Glück. Wir sind zurück und der Gauker Goblin hat neue wöchentliche Eventaufgaben für uns. Gelehrter ist jetzt diese Woche das Thema. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Die letzten Aufgaben gefallen mir alle sehr gut. Ob das hier diese Nudisten-Challenge ist oder das Gold erfarmen oder was war davor noch? Irgendwie auch noch so eine easy Aufgabe, die du einfach so machen kannst. Nachdem zum Anfang relativ viel, ich sag mal, Bullshit kam, muss man mal so sagen. Da waren teilweise Aufgaben dabei, da muss man wirklich hart reinpilzen, um halt eben die Wochenaufgaben zu bekommen. Da waren teilweise Aufgaben dabei, Blätter 20 Mal im Shop oder so, was jetzt nicht unbedingt so jetzt am sinnvollsten ist. Ich finde schon, diese wöchentlichen Aufgaben, die sollten sich bestmöglich in die Daily-Routine einpflegen, ohne dass du zu viel extra Stuff machen musst. So, ne? Weil unterm Strich ist das ja nach wie vor diese tägliche Abhakliste, nur es sind halt ein paar extra Belohnungen noch. Ich meine, gut, um fair zu bleiben, man bekommt auch wirklich extrem viel davon. Ne? Also das muss man auch dem zugute halten. Wenn man die halt wirklich angreift, dann hat man hier auch wirklich eine sehr gute Belohnung. Die zweite Kiste gibt immer 320 Millionen, also auf meiner Stufe. Ne? Letzte Woche gab die erste Kiste auch 320 Millionen. Jetzt ist natürlich XP angesagt. Bei XP kracht es natürlich bei mir. Ich profitiere davon, ein hohes Level zu haben und letzte Woche zum Beispiel zweimal 320 Millionen Gold zu bekommen. Aber die Woche kracht natürlich bei mir, weil die XP, die geht natürlich runter. Gold geht hoch, aber XP runter. Ja, und deswegen bekomme ich jetzt auf meiner Stufe jetzt nicht ganz so viel XP hiervon. Ne? Aber nach wie vor bekommen wir natürlich das Extra-Bier, worum es uns ja auch hauptsächlich geht. Ne? Gut, ansonsten, sammel knapp 6 Millionen Erfahrung aus Kämpfen in der Arena. Werden wir mal gleich reingehen. Dann Erfahrung durch Abenteuer in der Taverne. Das ist auch easy machbar. Erfahrung von der Adventure-Matic in der Unterwelt abholen. Können wir auch gleich mal schauen. Also, das ist halt eine Aufgabe so. Wir bekommen, steht das, 1,4 Millionen XP. Ja, wir schauen mal, wie viel hat uns das jetzt hier gebracht. Oha, ja. Warte mal, wo sind wir denn hier? Ach nee, das ist ja Akademie in der Festung. Hier, Adventure-Matic. Okay, also innerhalb von 2 Tagen bekomme ich die Quest hier fertig. Das mit den Abenteuer in der Taverne sollte ich heute fertig bekommen. Und Arena-Kämpfe, wenn wir die mal ganz schnell durchspammen, dann gucken wir mal, wie weit der Balken jetzt dann gekommen ist in der Zwischenzeit. Aber ich glaube, hier sollten wir auch 2 oder 3 Tage dran sitzen, weil ich natürlich hier auch nicht ganz so viel XP bekomme. Okay, wie sieht's hier aus? Okay, auch 2 Tage. Das ist fair, auf jeden Fall. Dass man es jetzt nicht sofort schafft am ersten Tag, ist vollkommen fein. Wir haben ja genug Tage Zeit hier, ne? Also die kriegen wir morgen fertig, die heute. Und ja, die XP aus der Akademie ist natürlich, ne, ja, 64.917, das wird natürlich auch nicht mehr mit steigender Stufe. Ne? Umso höher du bist im Level, umso weniger XP bekommst du. Das ist natürlich ziemlich mühselig auf jeden Fall, aber kriegen wir auch hin. Das ist die letzte, also die Aufgabe, die wir wahrscheinlich als letztes so fertig bekommen. Ne? Und ich möchte mal sehr gerne wissen, wie das so bei den anderen Leuten aussieht. Zum Beispiel bei Seth hier zum Beispiel, der jetzt hier der Level höchste ist auf dem Server. Und auch echt gut international dabei vom Level her. Ist Seth ein starker Spieler, 691. Und wie das so aussieht bei den Leuten, die Stufe 700 sind, wir können mal ganz kurz mal in die Statistiken reinschauen hier. Das kann man ja mal immer auf schnelle Welle machen. Wenn wir auf die Rangliste gehen, haben wir jetzt hier alle Welten. Ja, und gucken mal. Also momentan die höchsten Spieler, gerade natürlich Dr. Darm mit weitem Abstand. Ansonsten können wir auch mal ganz kurz nach Magier sortieren. Und wenn wir hier mal schauen, dann sollte eigentlich der Seth auch relativ weit oben sein. Ja, ist in den Top 20 auf jeden Fall. Ne? Und da möchte ich mal ganz gerne wirklich die Akademie von Dr. Darm mal sehen mit Stufe 718, was der jetzt da so rausbekommt. Ne? Aber das haben natürlich auch, umso höher man im Level kommt, umso mehr
Leute haben natürlich das Problem mit der XP und der Ausdauer natürlich dann auch, weil es natürlich alles sehr mühselig wird. Ne? Ja, Celtic nach wie vor immer noch eine Gilde, in der ich mich natürlich sehr wohl fühle. Auf S31 ist sie auch die dominierende Gilde, sag ich mal so. Ne? Wert das echte aber auch strong, muss man sagen, 560. Wir 585 im Durchschnittslevel. Und ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Der Wechsel von Flames of Destiny damals zu Celtic rüber. Flames of Destiny ist ja jetzt Ghost of War. Und das ist auf jeden Fall schon über ein Jahr her. Aber ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Nach wie vor immer noch eine sehr starke Gilde. Wir sind ein bisschen gedroppt tatsächlich in der IHOF. Wir sind auf Platz 18. Wir waren eine Zeit lang wirklich in den Top 10 gut vertreten. Jetzt kommen aber mit der Zeit langsam auch die ganzen Fusionsserver ins Spiel. Vor uns sind hier 1, 2, 3, 4 Fusionsserver, die natürlich deutlich stärkere Spieler dann halt auch zusammen fusionieren zu einer sehr starken Gilde, vielleicht auch auf dem Fusionsserver intern drauf. Es werden neue Gilden gegründet. Es werden so eine kleinen Mega-Gilden erschaffen, die dann halt eben Potenzial haben, auch sehr weit in der Rangliste oben zu stehen. Und S31 bzw. Celtic wird davon ja auch bald betroffen sein, wenn der Fusionsserver 9 eröffnet, dann im Januar. Da werde ich natürlich euch ausgiebig von berichten, wie es dann hier abläuft auf dem Server bzw. auf F9. Und ob denn Celtic nach wie vor immer noch auf dem Server F9 dann die stärkste Gilde sein wird oder sich andere Gilden gründen, da ist natürlich schon, also man hört hier und da ein paar Sachen, großartig äußern will ich mich dazu jetzt noch nicht, weil es steht noch nichts, da ist noch nichts in Stein gemeißelt so, ne? Aber auf vielen Fusionsservern in der Vergangenheit haben sich auch neue Gilden gegründet oder es sind starke Spieler zu starken Gilden gegangen, die dann noch stärkere Gilden wurden und dementsprechend vielleicht ehemaligen Platz 1 Gilden dann dort halt den Rang abgelaufen haben. So, und das könnte natürlich mit Celtic auch passieren, dass halt Celtic dann irgendwann nicht mehr auf Platz 1 steht, sondern irgendwie ein paar Plätze darunter oder so. Ne? Und da werden wir abwarten, was kommt. Ne? Wie gesagt, hier und da hört man natürlich schon ein bisschen was, aber da werden wir uns dann überraschen lassen, wenn es halt wirklich soweit ist. Und da wurde ich auch schon des Öfteren mal gefragt in der Vergangenheit, wie es denn aussieht bei mir persönlich mit einer neuen Gilde, so, ne, weil ja dann auf den neuen Servern, beziehungsweise auf den Fusionsservern auch viele Leute spielen, die ich auch teilweise kenne oder die sich freuen, dann halt auch mit mir zusammen zu spielen, ne? Die vielleicht auch neue Gilden gründen wollen und so und die dann vielleicht auch sogar noch mehr Potenzial haben auf Top-Ränge beziehungsweise halt sehr, sehr starke Gilden zu werden, als es halt eben Celtic ist. Und da muss ich aber ganz klipp und klar in erster Linie sagen, dass dieses ganze Thema mit dem Gildengewechsel und sowas aus Ranglistengründen bei mir sowieso jetzt nicht so hart im Vordergrund steht. Also mir persönlich wäre es auch egal, wenn wir jetzt auf Platz 1, 2 oder 3 wären. Ist mir in Anbetracht dessen soweit egal, weil ich halt eben das Maximale noch aus der Elevator-Belohnung rausziehen möchte. Sobald ich das nicht mehr kann, also wenn mir eine Gilde nicht mehr den maximalen Nutzen, sag ich mal, egoistisch betont, geben kann, dann kann man eventuell drüber nachdenken, die Gilde vielleicht zu verlassen, obwohl dieses Elevator-Ding selbst ist für mich auch noch kein so fetter Anreiz, nur deswegen die Gilde zu verlassen. Weil am Ende, der Elevator bringt einen schon sehr starke Belohnung. Das kann man nicht anders sagen, so, ne? Aber für mich und meinen Account sind diese Belohnungen jetzt nicht wirklich sehr krank von Vorteil. Weil man, von Platz 1 bis Platz 3 bekommt man ja alles dasselbe so. Aber hauptsächlich bekommt man ja eben Ressourcen. Und Ressourcen habe ich ja schon mehr als genug
Das brauche ich nicht mehr. Das heißt, falls ich irgendwann in Zukunft mit Celtic nicht mehr in den Top 3 Rängen im Elevator stehen sollte, wäre das für mich explizit jetzt auch noch kein wirklicher triftiger Grund, um die Gilde zu verlassen, nur sagen zu können, ey, ich bin auf dem Server in der Platz 1 Gilde. Im Gegenteil, wenn es so kommen sollte, ja, dass der Fusionsserver sehr starke Gilden zum Vorschein bringt und Leute sich auf diesen Fusionsservern innerhalb der Gilden auch fusionieren und uns den Rang ablaufen mit Celtic, ne, dann ist es im Gegenteil so, dann habe ich ja noch mehr Ansporn, wieder mich nach oben zu kämpfen. Ja? Es ist ja auch auf Dauer wirklich, ich sag mal, no abgehoben, langweilig, unangefochten auf Platz 1 zu sein. Dann ist es doch viel geiler, wenn man ein eigenes Ziel auf dem Server hat und sich mit einer Gilde dann halt nach oben kämpfen möchte. Die haben doch auch einen ganz anderen Ansporn als die, die sich vielleicht auf den ersten Rängen ausruhen. Denn wer sich ausruht mit der Zeit, ja, der macht sich dann irgendwann auch angreifbar. Und deswegen muss ich sagen, gibt mir das natürlich noch mehr Motivation, wenn die Fusion eines Tages eintreffen sollte und da sehr, sehr starke Mega-Gilden entstehen auf diesen Fusionsservern. Und das lässt mich dann halt dazu veranlassen, gerade dann nicht meine Gilde zu verlassen. Der einzige Grund, wo ich sagen muss, wenn ich meine Gilde verlassen müsste und die Fusion auf F9 stattgefunden hat, dann würde ich natürlich, wenn ich denn willkommen bin, ist auch die andere Sache, dann würde ich natürlich, wäre ja auch schön doof, wenn nicht, versuchen, in die Platz 1 Gilde zu kommen. Wenn das nicht möglich ist, ist die Platz 2 Gilde oder Platz 3 Gilde für mich halt auch noch vollkommen fein. Dann würde ich, glaube ich, mich so entscheiden, wo sind die meisten Leute, mit denen ich zusammenspielen möchte, die ich schon mal irgendwo gesehen habe oder die ich irgendwie grob kenne, sag ich mal. Dann würde ich mich so entscheiden, in welche Gilde ich dann gehen würde. Aber es ist natürlich erstmal am verlockendsten, in die Platz 1 Gilde zu wechseln dann. Ne? Es wäre wirklich nur der Fall, wenn der eintritt, wenn halt die eigene Gilde aus was auch immer für Gründen zerbrechen würde. Sei es, die Leute in der Gilde, weiß ich nicht, haben irgendwie ein anderes Mindset als ich oder so, ne? Dass man jetzt sagt, okay, hier sind noch krassere Gilden, dann wechseln wir mal dahin. So würde ich aber die Gilde jetzt hier nicht einschätzen, weil das ist auch eine Oldschool-Gilde und die ist schon seit Ewigkeiten, seit Jahren besteht die schon so. Ne? Ich glaube glaube ich, seit Anfang des Servers oder relativ zeitnah von Anfang S31. Deswegen würde ich die Gilde auch nicht so einschätzen, beziehungsweise die Gildenmember, dass die jetzt sagen, okay, da sind jetzt Gilden besser als wir. Das kann ich jetzt mit meinem Ego nicht vereinbaren. Ich muss da jetzt zu den Platz 1 Gilden wechseln. Ja? Und wenn, angenommen, es wäre so, sagen wir mal, 50% der Gilde wäre jetzt irgendwie raus, ja, dann würde ich auch sagen, okay, ciao, ich verlasse das sinkende Schiff, ich versuche es nicht so auf Krampf zu retten, weil das ist auch wirklich, es ist ja nicht meine Gilde, so, ne? Wäre das jetzt meine Gilde, wäre es noch was anderes. So, zum Beispiel auf W50, die Holzfällerhütte, die würde ich zum Beispiel niemals irgendwie untergehen lassen oder woanders hinwechseln. Wenn die Gilde untergehen sollte, dann gehe ich mit der Gilde auch unter. Ja? Also wenn die Holzfällerhütte nicht mehr sein sollte, dann ist mein Char auf W50, der kommt in keine andere Gilde rein, der Char auf W50. Das ist over dann, das Ding. Ja? Wird hoffentlich nie passieren. Und selbst wenn wir da auf Platz 30 sind, irgendwann, was hoffentlich auch nicht der Fall sein wird, dann ist das so und dann werde ich auch nicht die Gilde verlassen, weil da bin ich der Gildenleiter und das ist meine Gilde und da ist da habe ich mein Herzblut, meine Zeit, meine Liebe reingesteckt so und das ist für mich dann ein Grund zu sagen, okay, ich bleibe auf dem sinkenden Schiff. Celtic wiederum ist jetzt eine Gilde, der ich mich angeschlossen habe. Das heißt, ich habe jetzt nicht so die krank krasse Bindung zu der Gilde. Klar gewinnt man die Leute natürlich lieb, die
ja, in der Gilde mit einem spielen und ja, man verbringt ja schon irgendwie so jeden Tag Zeit miteinander, auch wenn nur halt passiv, mal vielleicht hier und da durch einen Gildenchat oder, ne, weil man mal sieht, die anderen sind online oder so. Ne, man hat jetzt nicht so eine kranke Bindung wie, weiß ich nicht, Serverstart und alle chillen im Discord oder so. Das ist es nicht. Ne? Trotzdem bin ich halt jemand, der Gildenwechsel nur sehr schwer ja, was heißt nachvollziehen? Ja, nachgehen kann. Also ich trenne mich sehr ungern von der Gilde. Die Gilde muss halt wirklich sehr inaktiv sein. Bevor ich zu Celtic gegangen bin, war ich ja in Flames of Destiny drin, die ja jetzt Ghost of War sind. Und davor war ich ja mit meinen Kumpels in der Gilde, Höllschreis Wille. Ja, das wissen ja vielleicht die einen oder anderen. Das war die erste Gilde, wo ich mit Kumpels zusammen gespielt habe. Ne? Das ist noch die alte Gilde hier tatsächlich. Und hier sind auch noch ein paar Leute, mit denen ich auch sehr gut im Real Life bin. Und ja, da hat so alles angefangen. Und selbst hier fiel mir der Abschied schwer, obwohl ich eigentlich schon mit der Letzte in der Gilde gewesen bin, der noch aktiv gespielt hat. Da waren vielleicht noch so 30 Leute drin und von den 30 Leuten waren vielleicht noch so 10 aktiv. Ne? Und ich war der Einzige, der richtig Gas, richtig durchgezogen hat. So. Und dann habe ich so gedacht, okay, ja, was machst du jetzt so, ne? Was machst du jetzt? Dann bin ich dann irgendwann bei Flames, da hatte ich, glaube ich, weiß gar nicht, da hatte ich, glaube ich, eine Probewoche oder so denn, ne? Also so ganz, ne, erstmal, okay, gefällt mir die Gilde, wenn nicht, dann wechsle ich wieder so zurück zu meiner Gilde, so mäßig. Ist halt nie passiert, wäre auch Quatsch gewesen, so. Aber so vom Ding, ne, mir fällt es wirklich schwer, die Gilde muss halt wirklich komplett untergegangen sein, bevor ich halt wirklich dann wechsle, so, ne? Und dann war das halt bei Flames of Destiny. Und ja, da fiel es mir dann halt auch schwer, irgendwann Goodbye zu sagen, weil die Gilde zu dem Zeitpunkt, damals zumindest, sich auch nicht mehr so mit den Sachen, ja, oder ich konnte mich nicht mehr mit den Sachen identifizieren, wie jetzt zum Beispiel der Gildenfortschritt, beziehungsweise ja, die Leistung der Gilde gewesen ist, was mich dann dazu auch veranlasst hat. Da fiel es mir dann schon, muss ich sagen, ein bisschen leichter, weil es dann auch nicht mehr so richtig meine Gilde gewesen ist. Das war zwar auch nicht meine Gilde, aber die habe ich mit hochgezogen. Das war so die Anfangszeit, die erste Gilde, in der ich war. Und deswegen ist es bisher auch vorgekommen, dass in meiner Laufbahn bisher, ich glaube, 3 Gildenwechsel oder so passiert sind. In den 10 Jahren, die ich jetzt zocke. Höllschreis Wille zu Flames of Destiny, ja. Und hier war es wirklich sehr nachvollziehbar, weil halt wirklich nur 10 aktive Leute noch drin waren. Dann von Flames of Destiny zu Celtic. So, also auf den Server sind hier 2 Wechsel passiert. Auf W50 logischerweise gar nichts. Und auf W27, da bin ich von White Shark, glaube ich, hieß die Gilde damals. Weil die Gilde war dann nachher auch inaktiv. Da hatten wir den Battlemage-Start mit Unge noch damals zusammen gestreamt und noch ja, gespielt. Ne? Und die wurde nachher dann auch krank inaktiv. Mit Unge und Paul war das noch zusammen. Und ja, nachdem die dann auch abgekackt ist, wo dann Unge nachher auch weggegangen ist dann, oder beziehungsweise aufgehört hat zu spielen, ja, konnte man da auch nichts mehr großartig gewinnen. Und dann ist man halt eben zu Black Bull gegangen, ne? Die ja auf den Server hier auch die Platz 1 Gilde ist, aber es auch keine andere Option für mich gab, irgendwo anders hinzugehen, ne, wenn man sich den Rest im Vergleich mal anschaut. So, ne? Also insgesamt 3 Wechsel habe ich bisher so insgesamt in meinem Leben, sag ich mal, in meinem Shakes & Fidget-Leben vollzogen. Alle anderen Wechsel, die ich mal irgendwann getätigt habe, auf irgendeinem Server, ne, wo ich mal irgendwann abgehauen bin oder so, ne, das sind Wechsel, wo ich nicht mehr aktiv auf den Servern spiele, beziehungsweise gespielt habe, beziehungsweise auch nicht vorhatte, auf den Servern lange aktiv zu spielen. So, auf den 3 Accounts fällt es mir wirklich schwer. Also auf dem fällt es sowieso weg und auf den 2, wenn da irgendwann mal Wechsel vollzogen werden sollten, dann halt wirklich nur aus äußersten Notgründen und nicht irgendwie, um sagen zu können, wir sind nicht mehr auf Platz 1, da müssen wir jetzt aber hier ein bisschen intervenieren, sag ich mal, ne? Ein bisschen gegenwirken. Das ist mir eigentlich wirklich sowas von egal. Und ja, das nur noch mal so ganz kurz zu dem Thema, weil ja, ich ja jetzt auch nicht den allerschlechtesten Char habe
und 1-2 Mal auch schon die Frage gehört habe, wie so meine Pläne auf F9 sind, ne? Denke ich mal, ja, ist der Char natürlich jetzt, den ich hier spiele auf S31, bestimmt auch, hoffe ich mal, denke ich mal, ganz gerne gesehen in der einen oder anderen Gilde, ne? Weil der Account ja an sich wirklich schon relativ strong ist, ne? Wie sieht es hier aus jetzt? Haben wir es? Ja, aber da muss ich halt eben sagen, wenn F9 eines Tages kommen wird, dann bleibe ich auch in Celtic, soweit es halt eben geht, bis die Gilde irgendwann wirklich, keine Ahnung, untergehen sollte, ne? Aber ich hoffe mal, dass das nicht passiert, wir eine starke Konkurrenz auf F9 bekommen und dann, ja, vielleicht auch nicht mehr auf Platz 1 sind, aber dann einen schönen Aufholkampf haben, um wieder, ne, vielleicht Rang 1 Gilde zu werden oder so. Ne, das ist natürlich klar. Es ist natürlich auch wirklich sehr verlockend zu sagen, boah, ey, wir fusionieren jetzt alle, holen die stärksten Spieler in eine Gilde und dann sind wir Platz 1 in der IHOF. Ne? Aber das hat auch alles wieder Nachteile. Es ist zwar ein ganz schöner Gedanke so, sagen zu können, ey, oder mein Account ist in der ersten Gilde weltweit oder in der stärksten Gilde in der IHOF. Ne? Das ist ein schöner Gedanke an sich so, ne? Das sagen zu können. Allerdings hat das auch wieder gewaltige Downsides. Denn wenn wir auf so einen Fusionsserver gehen und sich dort die besten Spieler in die beste Gilde fusionieren, dann haben wir genau das gleiche Problem wie auf den ausgestorbenen Servern. Es gibt eine Mega-Gilde und der Rest ist komplett abgeschlagen. Und das macht aus meiner Wahrnehmung auch wieder nicht so ganz Sinn, sag ich mal. Ne? Klar, Leute sind natürlich heilfroh, dass so eine Fusion passiert und Leute auch aus ihren inaktiven Gilden endlich raus können, um halt eben in eine starke Gilde zu gehen. Es gibt halt immer 1-2 Spieler in jeder Gilde, die Gilde ist komplett tot, ne? Aber es gibt keinen Ersatz auf dem Server und die freuen sich dann wirklich, das sind dann die starken Leute, die durchgezogen haben bis zum Schluss, die dann halt eben in diese Mega-Gilde dann rein fusionieren. Ne? Das sind dann die Leute, okay, die haben es dann auch verdient, die haben auch einen Grund, aber einfach nur zu sagen, na, wir sind nicht mehr Platz 1, und meine Gilde ist trotzdem noch aktiv, aber scheiß auf die, ich gehe jetzt zur Platz 1 Gilde, ist für mich kein Grund. Ja, gut, viel zu lange gelabert. Ich wollte gar nicht, dass das Video so lange geht hier heute. Ich wollte das eigentlich nur ganz kurz mal anschneiden, ja. Whatever. Wir gehen zur nächsten Auslosung. Mal gucken, hat sich noch jemand hier reingeschlichen in der Zwischenzeit jetzt nochmal? Ne, 199 Kommentare sind's geworden. Wir kopieren das Ganze und geben das natürlich mal wieder hier ein. Ich wünsche euch wie immer sehr viel Glück. Schaut auf jeden Fall auf meinem Discord und bei Instagram vorbei, falls ihr es noch nicht getan habt. Dort bin ich mit den Gewinnern dann in Kontakt und überprüfe das Ganze dann nochmal. Und pick a winner. Diesmal hat gewonnen der Hero Player 02. GZ an dich. Herzlichen Glückwunsch. Viel Glück an alle Teilnehmer. Also auch ein sehr fairer Sportsmann. Ne? Finde ich übrigens auch sehr cool, dass so viele Kommentare auch unter den Videos sind, die den anderen Leuten immer sehr viel Glück wünschen und so und gratulieren, dass sie gewonnen haben. Finde ich sehr fair, muss ich sagen. Hat man auch nicht so oft, gerade in Deutschland, dass so viel auch anderen gegönnt wird. Da wird dann eher immer ein neidisches Auge gemacht. Deswegen finde ich das sehr, sehr löblich, muss ich mal sagen, von euch, dass ihr da auch so, wirklich den anderen das gönnt und da auch Glückwünsche schreibt und so. Da geht mir immer mein Herz auf, wenn ich das sehe. Hero Player, melde dich bitte bei mir auf den genannten Plattformen. Findest du alles unten. Ansonsten war es das soweit von mir. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema, was ich angerissen habe, in die Beschreibung bzw. in die Kommentare. Wir hören uns morgen wieder. Das war es soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.